Hallihallo, Hallöchen. Ich trage einen richtig geilen Fummel heute. Das ist meine Arbeitskleidung. Es ist in Australien eigentlich überall Pflicht, wenn man Farmarbeit macht oder irgendwie Construction Site oder so. Da muss man immer High Visible Clothing tragen. Und ja, so sieht das dann aus. Richtig sexy. Aber dann weiß man gleich, dass man zu einer Gang gehört. Ich werde jetzt die Sitze hier hinter mir ausbauen. Ich habe mir gerade schon einmal die Tools geholt, die ich hoffentlich brauchen werde. Ich hoffe, es sind die richtigen. Ja, so sehen die quasi ausgeklappt aus. Und ja, hier seitlich, da sind halt die Schrauben drunter versteckt. Und das werde ich jetzt mal angehen. Also heute startet Umbau, erster Tag. Heute nicht so viel, aber ja, Step by Step auf jeden Fall. Das hier gerade aus. Also ich bin jetzt hier mit dem Maulschlüssel, weil ich von der Ratsche habe ich keine passende Nuss. Und hier ist noch eine Schraube. Also insgesamt 3 und dann sollte ich das eigentlich lösen können. Okay, Schrauben sind entfernt. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Schaffe ich es, den hier rauszubekommen? Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Easy. Nichts leichter als das. Tada! Ein Schritt näher zu meinem Ziel, hier drin schlafen zu können. Also, was ich gerade versuche herauszufinden ist, wie viel Platz ich hier drin habe, wenn ich hier was reinbaue. Also hinterm Fahrersitz natürlich am meisten Platz, weil ich... Ach, Jesus. Das hält hier noch nicht so gut, wenn ich mich hier drin bewege. Hinterm Fahrersitz natürlich am meisten Platz, weil ich relativ weit vorne sitze, weil meine Beine so kurz sind. Ja, Beifahrersitz könnte man bestimmt noch ein paar Zentimeter weiter nach vorne machen. Ich hatte mal ausgemessen, dass man dann 1,70 Liegefläche hat. Das ist schon echt breit hier drin, ne? Ich glaube, es waren an der breitesten Stelle 1,40. Das ist halt so breit wie ein normales Bett. Lol. Okay, also sagen wir mal, das Mikro ist sehr nah, sorry. Okay, also ich habe jetzt noch ein bisschen Platz und hier sind meine Füße. Das passt halt gerade so, ne? Mal so gucken. Ist mein Kopf jetzt am Sitz? Das sind meine Füße hier. Das ist eine Bauchübung hier. Okay, das sind 1,70. Ja. Naja, und wenn jetzt hier ein Holzgestell drüber wäre, wäre ich noch ein paar Zentimeter höher. Sagen wir mal so hier. Dann hat man immer noch voll viel Platz. Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen überfordert, wie ich anfangen möchte, was genau es werden soll, obwohl es eigentlich so simpel ist. Aber ich habe das halt selber noch nie gemacht. Und was ich jetzt eigentlich überlegt hatte, war, etwas zu bauen, was hier hinten mehr oder weniger fix ist und ab hier auch eine Holzkonstruktion, aber mit Scharnieren, sodass man das dann eben nach hinten klappen kann, um die Sitze dann halt nutzen zu können, wenn nötig. Ja, aber ansonsten bin ich auf jeden Fall schon mal super happy, dass ich die Sitze rausgekriegt habe. Der auf der Seite war ein bisschen komplizierter. Das hatte ich dann für Instagram gefilmt und nicht mehr für YouTube. Das war ein bisschen hartnäckig, aber ich habe es rausgekriegt. Ja, nächster Step war eigentlich die Gurte raus. Aber die sind hier irgendwie so hinter der Verkleidung versteckt, dass ich jetzt da irgendwie keinen Bock mehr drauf hatte. Hallo zurück. Es sind, glaube ich, 2 Wochen vergangen, seitdem ich mich das letzte Mal gemeldet habe.
Ich hatte ja den Job angefangen, der ist jetzt fertig und durch. Ich sag's euch, es war so anstrengend. So anstrengend. Deswegen, ich war gar nicht fähig dazu, noch irgendwas dazu zu sagen. Auf jeden Fall ist es jetzt alles durch. Also der Job war auch nur für 2 Wochen angesetzt. Wir haben letztendlich, glaube ich, dann 1,5 Wochen gemacht. Und in der Zwischenzeit habe ich mich so ein bisschen mit meinem Auto angefreundet. Bin ein bisschen hin und her gefahren am Wochenende und ja, möchte jetzt quasi anfangen, das Bett zu bauen. Ich stehe hier gerade schon vor dem wunderschönen Holzschuppen, wie auch immer man das nennen möchte. Und es sieht aus wie das größte Rattenloch. Ich war den einen Tag hier schon drin. Uff. Ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt nochmal rein möchte, aber mir bleibt, glaube ich, nichts anderes übrig. Das sieht so stark nach Spinne, Schlange, Ratte aus. Aber ja, ist gut, weil wenn ich Holz finde, was ich verwenden kann, also ich hatte schon mal so einen Blick, habe hier vorne schon was hingestellt, dann ja, ist halt for free und muss ich dann nicht bezahlen. Aber dafür muss ich halt da auch dafür muss ich da halt jetzt auch reinkriechen, ne? Na gut, dann kriechen wir da jetzt mal rein, ne? Wir gehen rein. Also, das hier hatte ich mir schon beiseite gelegt. Das ist auf jeden Fall das Größte, was ich gefunden habe. Das ist einmal 1 Meter. So, dann. Oh, Jesus. Ihr könnt mich bestimmt gleich nicht mehr sehen, aber hören. Das kann man aber nicht benutzen. Kann das auch nicht an meinem Arsch hängen. Ich verbaue mir einfach hier komplett den Weg gerade, ne? Wir machen das anders. Bricht mir doch hier gleich alles zusammen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Hilfe! Lass mich doch mal hier runter. Oh. Naja, gut. Das ist mir hier irgendwie im Weg. So, tschüssi. Und jetzt habe ich hier ein bisschen mehr Platz. So. Upsi. Oh, Scheiße. Ich brech ein. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind am Arbeiten. Und zwar haben wir jetzt gerade schon das Holz geschnitten in die richtige Länge und bauen gerade Füße. Also ich habe ein bisschen Unterstützung bekommen, was sehr praktisch ist, aber ich mache den größten Teil alleine. Ich habe mir das selber ausgedacht und schneide auch selber und sowas, aber ich habe halt nicht die Tools und deswegen kriege ich hier ein bisschen Unterstützung. Und genau, wir gucken jetzt gerade so ein bisschen hin und her. Das geht natürlich dann ungefähr auf diese Höhe offensichtlich und wird seitlich hier an den Stützen sitzen, wo vorher die Sitze waren. Also es werden 2 Platten hier, naja, im hinteren Teil des Autos wird es 2 Platten geben. Da sind wir jetzt gerade dabei. Ich werde euch einfach mal ein paar Szenen einspielen. Aber ja, läuft auf jeden Fall gut. Kommt gut voran. Bin sehr happy damit.
Willkommen zu dem Chaos, was ich mein Leben nenne. Nein, es sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ich muss es noch ein bisschen organisieren. Aber, wie ihr sehen könnt, kann man was sehen. Also eine Veränderung. Das Bett ist drin. Das habe ich letzte Woche fertig gemacht. Habe ich euch ja gezeigt. Gestern haben wir den Kühlschrank angeschlossen, haben die Verkabelung unter die Verkleidung gelegt, in den Motorraum, an die Batterie, haben die zweite Batterie angeschlossen und es funktioniert. Und ich bin so hyped. Es ist einfach für mich so der absolute Gamechanger, einen Kühlschrank zu haben. Also ich freue mich da mega, mega drüber. Kann ich euch gleich mal zeigen. Er funktioniert auf jeden Fall. Was noch fehlt, ist ein weiteres Kabel, damit die Zweitbatterie lädt, wenn ich auch fahre. Ansonsten macht das Ganze nämlich gar keinen Sinn. Die letzten Wochen, lass mal kurz hinsetzen, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte, okay? Also, die letzten Wochen waren sehr intensiv, vor allem die letzten 4-5 Wochen. Ich hatte ja erzählt, dass ich einen Job gefunden habe und der war sehr anstrengend und sehr intensiv für 2 Wochen. Und ich habe halt nebenbei noch hier gearbeitet, weil ich ja immer noch meine 88 Tage mache. Habe dann das Auto gleichzeitig gekauft, habe angefangen, das Auto auszubauen, beziehungsweise mir Gedanken zu machen. Dann wusste ich, der Trip, den ich nächste Woche starte von Cairns nach Sydney, also ich fahre von Sydney nach Cairns hoch, um eine Freundin zu treffen und von da fahren wir die Strecke wieder runter, wusste ich die ganze Zeit, okay, du musst das auch noch planen, hab das im Hinterkopf. Habe also irgendwie 5 Projekte gleichzeitig gehabt. Also sehr, sehr intensiv. Dann hatte ich danach noch einen anderen Job, den habe ich auch immer noch. Habe da irgendwie auch voll viele Leute getroffen, war am Wochenende unterwegs. Ich war sehr häufig in den Blue Mountains unterwegs. Dann sind wir zu Lookouts gefahren. Das und das. Also richtig, richtig intensiv. Ich wusste nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich weiß es auch immer noch nicht, ehrlich gesagt. Aber es war wirklich sehr, sehr viel. Es ist immer noch sehr viel. Einfach so mit diesem Ausbau irgendwie das fertig zu bekommen, weil ich in einer Woche losfahre. Dann eben das alles noch pünktlich hierher geliefert zu bekommen. Die Matratze ist immer noch nicht da. Ich hoffe, dass sie nächste Woche dann da ist. Ansonsten muss ich noch eine andere kaufen. Aber ihr seht schon, sehr, sehr intensiv, sehr viele Projekte und deswegen habe ich halt auch nichts hochgeladen. Aber ich hoffe, ich komme da jetzt wieder so ein bisschen hinterher. Und ja, es hat sich aber alles gelohnt. Natürlich alles sehr, sehr positive Sachen, aber es ist einfach alles sehr, sehr, sehr addiert gewesen. Aber ja, ich bin super happy, wie das Ganze läuft und dass ich natürlich auch Geld verdient habe. Klar, umso besser. Und in einer Woche bin ich mit meinen 88 Tagen fertig. Yes! Heute wird ein bisschen gesprayt. Die Bulba ist dran. Freue ich mich schon ewig drauf. Und jetzt heute ist es einigermaßen windstill. Deswegen kann ich das heute endlich angehen. Ich werde das gleich alles abkleben. Die Motorhaube und all diese Parts hier. Okay, wow, das hat richtig lange gedauert, das abzukleben. Ich habe locker 1,5 Stunden gerade nur geklebt, weil es halt so viel abzukleben gibt, die Lichter, diese einzelnen Dinger hier. Oh Gott. Wow. Aber so wie es halt immer ist, es dauert immer alles länger, als man denkt. Soweit, so gut. Und jetzt fange ich an zu sprühen. Wehe, das hat sich nicht gelohnt später, ey. Ich hoffe, es wird gut aussehen. Das ist jetzt nach dem ersten Anstrich. Ich bin auf jeden Fall schon sehr zufrieden. I like. Aber es muss auf jeden Fall noch ein zweiter Anstrich. Hier sind so ein paar Punkte, die so ein bisschen fleckig aussehen. Das kann man jetzt wahrscheinlich nicht so gut sehen, aber
Ja, zweiter Anstrich auf jeden Fall noch. Zum Beispiel hier, das ist halt noch nicht so gut. Aber so im Großen und Ganzen bin ich schon mal wirklich sehr zufrieden. Ja, finde ich gut. So, die Bulba trocknet. Ich habe jetzt den zweiten Coat aufgetragen. Und ja, ich habe an einigen Stellen natürlich ein bisschen verkackt, aber so ist das halt, wenn man das Do-it-yourself macht. Oder wie ich es nenne, Marke Eigenbau. Als nächstes im Programmpunkt stehen Windshields. I show you. Also so. Warum? Fragt ihr euch jetzt? Ich sage dir warum. Weil, wenn ich im Auto schlafe und es regnet, dann kann ich das Fenster aufmachen, ohne dass es reinregnet. Wow! Das ist der Punkt. Und man kriegt natürlich ein bisschen weniger Sonne ins Gesicht. Das ist ein weiterer Punkt. Aber hauptsächlich eben wegen Regen. Ich werde ja hier ziemlich lange drin, ja, leben, könnte man ja fast sagen. Was heißt fast? Eigentlich kann man das sagen. Und da möchte ich mir das natürlich irgendwie so gemütlich machen wie möglich. Beziehungsweise einfach so angenehm wie möglich. Weil ich habe ja schon so ein bisschen Leben im Auto-Erfahrung und Camping-Erfahrung, Vanlife-Erfahrung und ich weiß, was mich immer gestört hat und was ich nicht hatte und was ich hatte und was ich gemocht habe. Und aus den ganzen Sachen baue ich mir ja gerade quasi einfach was zusammen. Und das ist natürlich sehr hilfreich, einfach zu wissen, was für einen selber funktioniert und was nicht. Und ja, ein weiterer Punkt, den ich immer gehasst habe, und ihr werdet es kennen, wenn ihr schon mal irgendwann in eurem Leben mal campen wart. Und zwar sind das Moskitos. Und vor allem Moskitos oder Fliegen oder was auch immer, die sich im Auto verirrt haben und du kriegst sie nicht raus. Und das war immer ein Punkt, der immer ultra genervt hat. Und deswegen habe ich jetzt quasi ein Moskitonetz gekauft, was man hier drüber spannt. Ohne bitte, dass man es kaputt macht vielleicht. Wäre auf jeden Fall gar nicht so schlecht. Ja, also hier über die hinteren Fenster. Ja, die spannt man hier zum Beispiel über Nacht über die Fenster. Man kann das Fenster runter machen und es kommen keine Moskitos rein, Spinnen und was auch immer noch so in Australien rumkreucht und fleucht, was man nicht im Auto haben möchte. Und das macht es halt super entspannt. Das zu dem Thema. Nächstes Projekt. Nächstes Projekt wird sein, diese guten Dinger zurechtzuschneiden, dass ich die einerseits hinten am Fenster habe, also an den 4 hinteren Fenstern. Vielleicht hier, bin ich mir noch nicht sicher. Da habe ich jetzt 3 große von. Ja, we'll see. Also wir sind noch lange nicht fertig. Es ist jetzt, glaube ich, 15 Uhr. Ihr seht, ich habe mir eine kurze Hose angezogen, weil es so warm ist in der Sonne. Und ja, die werde ich jetzt zurechtschneiden. Die Bulba trocknet gerade. Also ich gebe nach und nach wieder ein Layer drauf, lasse es trocknen, weil jetzt steht das noch komplett in der Sonne. Die Windshields habe ich angebracht, das ist fertig. Und jetzt kommt das dran. Also ich habe eben schon zu meinem Mitbewohner gesagt, ich bin ungefähr zu 90% fertig, würde ich sagen. Ich muss nur noch dann das Kabel für den Kühlschrank und 1, 2 Schrauben muss ich noch wegflexen, weil die noch aus dem Holz rausgucken, was nicht so gut ist. Da sind die Schrauben ein bisschen zu lang. Und das ist es dann eigentlich. Crazy. Aber ich bin auch froh, dass die so langsam zum Ende kommt. Und ja, ich habe übrigens auch Sticker angebracht. Hier unten. One Life, Live It. Natürlich Eigenwerbung. Ist auf beiden Seiten. Fertig.
Guten Morgen, es ist der nächste Tag. Ich habe über Nacht das ganze Crepe und so dran gelassen, falls ich heute nochmal sprühen muss. Und ich werde jetzt mal den ersten Blick drauf werfen, wie es aussieht. Doch, das sieht richtig geil aus. Ich bin sehr zufrieden. Kennt ihr diese Projekte, wo man sagt, ach, ich mache das mal eben schnell? Und dann eskaliert es komplett. Ich habe hier gerade alles auseinandergebaut, weil, wie ihr sehen könnt, ist die Vulva zwar fertig, aber dann habe ich gesehen, wie das hier aussieht. Und das gefällt mir gar nicht. Also dieses Grau, das kann ich ja jetzt irgendwie gerade nicht ändern, aber das finde ich nicht schön. Deswegen habe ich gerade die Verkleidung hier abgebaut. Auf der anderen Seite das. Und das Problem ist, dass ich diese Lichter hier nicht rausbekomme. Die haben hier sind hier so eingeklickt. Kriege ich gerade nicht raus, keine Ahnung, muss ich mir eine andere Lösung für überlegen. Aber die anderen habe ich gerade schon angefangen zu sprühen. Ja, das dauert dann wohl ein bisschen länger, als ich gedacht habe, ne? Gestern haben wir den Fridge angeschlossen. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Upsi.